Eine Faser, die Licht hört, ein Virus, das deine Zellen wie ein Hacker umprogrammiert und eine Galaxie, unsere eigene, die sich vielleicht mal komplett auf die Seite gelegt hat. Hallo, ich bin Aktham und hier sind die wissenswerten Wissenschaftsnachrichten vom 20. bis 26. Juli. In etwa so lange, wie man braucht, um sich einen Kaffee zu kochen. Heute geht es unter anderem um Physik, die eigentlich nicht funktionieren sollte, eine Reinigungstruppe in deinem Auge, Zahnschmelz, der nachwachsen könnte, der buchstäbliche Ursprung des Lebens in einer Flasche und warum Einsamkeit vermutlich mehr anrichtet, als du denkst. 11 Geschichten, null Langeweile, los geht's. Licht und Schall stehen normalerweise kaum in Wechselwirkung miteinander. In einer neuartigen Faser interagieren sie plötzlich tausendmal intensiver als gewöhnlich. Forscher haben eine spezielle, tiefgekühlte Glasfaser entwickelt, in der Licht- und Schallwellen ungewöhnlich stark miteinander interagieren. Diese Licht-Schall-Kopplung bildet die physikalische Grundlage für sogenannte optomechanische Sensoren. Warum das wichtig ist? Effekte wie dieser könnten letztendlich extrem empfindliche Sensoren ermöglichen. Für Schwingungen, Gravitationswellendetektoren oder die Telekommunikation, wo Signale bereits durch Glasfasern übertragen werden. Kurzer Querverweis. Dies entspricht dem Prinzip hinter LIGO, dem Gravitationswellendetektor in den USA, der ebenfalls darauf basiert, winzige physikalische Effekte mit extremer Präzision messbar zu machen. Das Grippevirus ist uralt, aber was macht es eigentlich, sobald es sich in einer Zelle eingenistet hat? Forscher haben nun erstmals detailliert aufgezeigt, wie das Influenzavirus den gesamten Zellapparat einer menschlichen Zelle umprogrammiert. Das Virus lenkt offenbar bestimmte zelluläre Prozesse so um, dass sie seiner eigenen Vermehrung dienen. Eine Art feindliche Übernahme auf molekularer Ebene. Warum das wichtig ist? Je genauer wir verstehen, welche Schritte in diesem Übernahmeprozess entscheidend sind, desto gezielter können neue antivirale Medikamente eingesetzt werden, nicht nur gegen die saisonale Grippe, sondern potenziell auch gegen zukünftige Grippepandemien. Ein kurzer Hinweis zur Art der Studie: Mechanistische Zellstudien wie diese sind ein wichtiger erster Schritt, doch oft vergehen Jahre, bis daraus ein tatsächliches Medikament wird. Dein Gehirn verfügt über ein Reinigungssystem, das während des Schlafs Abfallstoffe beseitigt. Forscher haben nun möglicherweise etwas Ähnliches im Inneren des Auges entdeckt. Ein Team entdeckte ein bisher unbekanntes System, das offenbar Abfallprodukte aus dem Augengewebe abtransportiert. Dies ist wichtig, da bei vielen Augenerkrankungen, darunter bestimmte Formen des Glaukoms oder die altersbedingte Makuladegeneration, davon ausgegangen wird, dass ein gestörter Abfallbeseitigungsprozess im Auge eine Rolle spielt. Ein besseres Verständnis dieses Systems könnte letztendlich neue therapeutische Ansätze eröffnen. Querverweis: Dies erinnert stark an das erst vor etwa 10 Jahren entdeckte glymphatische System im Gehirn, eine schöne Erinnerung daran, wie viel grundlegende Biologie in unserem eigenen Körper noch darauf wartet, entdeckt zu werden. Kohlendioxid wird normalerweise als Problem betrachtet. Was wäre, wenn man es einfach in etwas verwandeln könnte, das wir essen könnten? Ein Forschungsteam hat ein solarbetriebenes Verfahren entwickelt, das CO2 direkt in Aminosäuren umwandelt, die Bausteine von Proteinen. Das ist eine gute Nachricht in einer Welt, in der der weltweite Proteinbedarf stetig steigt, während die konventionelle Landwirtschaft enorme Mengen an Land, Wasser und Emissionen erfordert. Und
Ein Verfahren, das CO2 direkt in Bausteine für Lebensmittel umwandelt, anstatt es nur zu speichern, könnte gleichzeitig die Auswirkungen auf das Klima und die Ernährungssicherheit angehen. Wichtiger Hinweis dazu: Es handelt sich hierbei um Grundlagenforschung im Labor, nicht um ein marktreifes Produkt. Historisch gesehen ist der Sprung von funktioniert im Reagenzglas zu skalierbar in einer Fabrik der schwierigste Teil bei Technologien wie dieser. Was würde genau passieren, wenn ein Meteorit auf die Erde trifft? Wir haben Berechnungen entwickelt und Simulationen durchgeführt. Damit diese uns jedoch eine genaue Einschätzung der Einschlagrisiken und der Folgen liefern können, benötigen wir weitere Informationen, beispielsweise zum Einschlagort, aber auch, was ebenso wichtig ist, zur Beschaffenheit des Meteoriten, die einen enormen Unterschied ausmacht. Seit Jahrzehnten wissen wir, dass ein Einschlag vor 66 Millionen Jahren die Dinosaurier ausgelöscht hat. Was wir bisher nicht mit Sicherheit wussten, welche Art von Objekt genau eingeschlagen ist. Ein Forschungsteam hat anhand geochemischer Spuren den seltenen Meteoritentyp identifiziert, der den Chicxulub-Krater verursacht hat. Dies ist mehr als nur eine historische Fußnote, da die genaue Zusammensetzung des Einschlagkörpers Einfluss darauf hat, wie Wissenschaftler die Folgen modellieren: Staub, Klimastörungen, Atmosphärenchemie. Das wiederum hilft uns, die heutigen Einschlagrisiken realistischer einzuschätzen. Im Grunde handelt es sich hierbei um Forensik, nur dass der Tatort 66 Millionen Jahre alt ist und der gesamte Planet betroffen war. Was wäre, wenn ein natürlich vorkommender Wirkstoff nicht nur die Symptome lindern, sondern tatsächlich den zugrunde liegenden Auslöser einer Autoimmunerkrankung bekämpfen würde? Genau das legt eine neue Studie zu einem Naturstoff nahe, der möglicherweise die Entzündungsmechanismen beeinflusst, die einer Krankheit zugrunde liegen, von der weltweit Millionen Menschen betroffen sind, der rheumatoiden Arthritis. Die heutigen Behandlungsmethoden unterdrücken meist pauschal das Immunsystem, was mit erheblichen Nebenwirkungen einhergeht. Ein Ansatz, der näher an der eigentlichen Ursache ansetzt, wäre ein echter Fortschritt. Wichtiger Vorbehalt: Natürlich bedeutet nicht automatisch sicher oder sofort verfügbar. Das gehört zu der ehrlichen Darstellung, die eine solche Meldung erfordert. Im Leben gibt es viele Vorher- und Nachher-Momente, die als spektakuläre Wendepunkte gelten, auf die wir zurückblicken, aus denen wir lernen und von denen wir uns inspirieren lassen. Ein besonders wichtiger Moment ist jedoch kein Moment im Leben. Es ist der Moment, in dem aus Nicht-Leben Leben wurde. Dieser Übergang ist für uns nach wie vor ein Rätsel. Doch was wäre, wenn sich die Grundbausteine des Lebens in einem Labor bilden könnten, unter Bedingungen, die den frühen Kosmos nachahmen, in einem winzigen, kontrollierten Gefäß? Genau das haben Forscher in einem Experiment untersucht, das extreme frühkosmische Bedingungen im Miniaturmaßstab nachbildet, um zu beobachten, welche chemischen Vorläufer des Lebens sich unter diesen Bedingungen bilden können. Durch die Untersuchung dieser Laborproben können Wissenschaftler erforschen, wie sich die organische Chemie um Sterne herum entfaltet und damit auch die uralten chemischen Schritte, die schließlich zur Entstehung des Lebens auf der Erde beitrugen und von Kometen, Asteroiden und Meteoriten herübergetragen wurden. Das ist von Bedeutung, denn zu wissen, wie aus unbelebter Chemie schließlich Leben entstand, ist eine der größten offenen Fragen der gesamten Wissenschaft.
Jedes Experiment, das die Bedingungen aufzeigt, unter denen lebensrelevante Moleküle entstehen können, ist ein kleines Puzzleteil in einem riesigen Puzzle. Zum Abschluss noch ein Gedanke, der mich wirklich beschäftigt. Wir bestehen buchstäblich aus Sternenmaterial und wir fangen gerade erst an zu verstehen, wie dieser Übergang von der Chemie zum Leben tatsächlich stattfand. Mal ganz ehrlich, nachdem ich diesen Artikel fertig geschrieben hatte, stieß ich auf ein Video von Sabine Hossenfelder, eine Physikerin und ganz ehrlich, eine meiner Lieblingswissenschaftskommunikatorinnen, in dem sie genau diese Studie behandelt. Und ihre Sichtweise ist es wert, angehört zu werden. Sie stellt klar, dass das Experiment an sich solide ist. Echte Atome, echte Messungen und an der Physik gibt es nichts auszusetzen. Was sie jedoch kritisiert, ist die Interpretation, die Darstellung als Universum im Labor. Ihr Argument: Sie bewertet das Experiment selbst sehr positiv, bezeichnet die Behauptung zum Ursprung der Zeit in der Pressemitteilung jedoch als stark übertrieben. Ich werde ihr Video auf dem Bildschirm einblenden und den Link unten einfügen. Es ist wirklich sehenswert. Während wir über CO2 und den Klimawandel sprechen, bahnt sich eine stillere, aber ebenso ernste Krise an. Ich weiß, dass du, ich und eigentlich wir alle nichts von neuen Krisen hören wollen. Aber nur weil wir nichts davon hören, verschwindet das Problem noch lange nicht. Lass uns das also gemeinsam und ohne Panik durchgehen. Den Gewässern weltweit geht buchstäblich der Sauerstoff aus. Eine neue Studie zeigt, dass viele Gewässer rund um den Globus einen messbaren Rückgang des Gehalts an gelöstem Sauerstoff verzeichnen und andere Wasserlebewesen hat. Warum das wichtig ist, auch wenn du nicht in der Nähe von Gewässern lebst? Sauerstoffarme Gewässer bedeuten Fischsterben, den Verlust der Artenvielfalt und letztendlich Auswirkungen auf die Fischerei und die Ernährungssicherheit, Probleme, die sich letztendlich überall auswirken. Und ja, genau hier geht es nicht um Schuld, sondern um Bewusstsein. Das Problem verschwindet nicht einfach nur, weil niemand darüber spricht. Als Britney Spears sang, "My loneliness is killing me", hat sie offenbar nicht übertrieben. Wir wissen schon seit Jahren, dass Einsamkeit ungesund ist. Eine neue Studie legt jedoch nahe, dass wir das Ausmaß dieser Auswirkungen bisher unterschätzt haben. Die Untersuchung bringt anhaltende Einsamkeit mit einem breiteren und stärkeren Spektrum an gesundheitlichen Folgen in Verbindung, als frühere Studien gezeigt hatten. Das ist deshalb so wichtig, weil Einsamkeit keineswegs nur ein Problem älterer Menschen ist, sie nimmt auch bei jüngeren Erwachsenen deutlich zu, was zum Teil auf sich wandelnde soziale Gewohnheiten und den zunehmenden digitalen Kontakt zurückzuführen ist, der persönliche Beziehungen ersetzt. Hier geht es nicht darum, sich selbst oder anderen die Schuld zu geben, aber es ist ein guter Anlass, echte zwischenmenschliche Kontakte nicht länger als nettes Extra zu betrachten, sondern sie als das zu behandeln, was sie laut dieser Studie tatsächlich sind: ein echter Gesundheitsfaktor. Zahnschmelz ist das härteste Material im menschlichen Körper und wenn er einmal verloren ist, wächst er normalerweise nie wieder nach. Das könnte sich bald ändern. Forscher haben ein Gel entwickelt, das die Regeneration von beschädigtem Zahnschmelz anregen soll, indem es den natürlichen Mineralisierungsprozess des Körpers nachahmt. Das ist sehr wichtig, denn Karies und Zahnschmelzverlust betreffen fast jeden irgendwann einmal. Aktuelle Behandlungsmethoden bekämpfen meist nur die Symptome mit Füllungen oder Kronen. Ein Ansatz,
der die körpereigene Regeneration anregt, wäre ein echter Durchbruch in der Zahnmedizin. Wie immer gilt, wenn dies aus einer Tierstudie stammt, ist der Weg bis zum Zahnarztstuhl noch lang, aber das zugrunde liegende Prinzip ist wirklich spannend. Stell dich vor, unsere gesamte Galaxie hätte sich einst komplett auf die Seite gekippt. Neue Daten deuten nun genau darauf hin. Astronomen fanden Hinweise darauf, dass sich die Milchstraße zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrer Vergangenheit möglicherweise erheblich geneigt hat, wahrscheinlich durch die Gravitationswechselwirkung mit einer benachbarten Galaxie. Dies zeigt, wie dynamisch und keineswegs statisch selbst jene Strukturen tatsächlich sind, die uns wie dauerhafte Fixpunkte erscheinen. Unsere eigene Galaxie hat eine turbulente, chaotische Geschichte, genau wie viele andere Galaxien, die wir bereits von außen beobachten. Irrelevante Info: Die Milchstraße, wie wir unsere Galaxie arrogant nennen, nur weil wir zufällig einen winzig kleinen, unscheinbaren Fleck weit draußen am Rand eines ihrer Spiralarme einnehmen, enthält 100 bis 400 Milliarden Sterne. Unsere Sonne ist nur einer davon von durchschnittlicher Größe. Diese Galaxie ist 13,6 Milliarden Jahre alt, also etwa nur 200 Millionen Jahre nach der Entstehung des Universums, dem Urknall. Sie bewegt sich mit etwa 600 Kilometer pro Sekunde relativ zur kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung. Ihr Durchmesser beträgt etwa 90.000 Lichtjahre. Und da wir fast am Rand leben, brauchen wir, unsere Erde, die Sonne und unser Sonnensystem, etwa 225 bis 250 Millionen Jahre, um eine einzige Umlaufbahn zu vollenden, bekannt als galaktisches Jahr. Der Name der Galaxie stammt aus dem babylonischen Epos Enuma Elish, in dem erzählt wird, dass die Milchstraße aus dem abgetrennten Schwanz des urzeitlichen Salzwasserdrachen Tiamat entstanden ist, den Marduk, der babylonische Nationalgott, nach ihrer Tötung am Himmel anbrachte. Verändert das heute ihr Leben? Nein, aber es vermittelt ihnen auf schöne Weise ein bisschen mehr Wissen über unser Zuhause. Noch eine Anmerkung. Ich stelle euch diese Berichte aus Fachzeitschriften und Medien zur Verfügung, die ihre Inhalte überprüfen. Und ich verlinke jedes Mal sowohl den Artikel als auch die begutachtete wissenschaftliche Arbeit, damit ihr euch selbst davon überzeugen könnt. Aber begutachtet und von einem seriösen Medium berichtet bedeutet nicht, dass eine Erkenntnis oder deren Darstellung unumstößlich sind oder ist. Genau das hat Sabines Video zu der Arbeit über den Ursprung der Zeit gezeigt. Das ist kein Grund, den Nachrichten, die ich euch präsentiere, zu misstrauen. Ganz im Gegenteil. Genau deshalb verlinke ich die Quellen und deshalb lohnt es sich, mehr als eine glaubwürdige Stimme anzuhören, bevor man etwas als geklärt betrachtet. Diese Gewohnheit, nachprüfen, vergleichen, ein wenig skeptisch bleiben, ist ehrlich gesagt der eigentliche Sinn des wissenschaftlichen Denkens. Also, in den letzten Minuten waren wir bei einer Faser, die Licht und Schall koppelt, bei einem Virus, das deine Zellen umprogrammiert, bei einem möglichen Kariesende und bei einer gekippten Galaxie und der Chemie des Lebens. Das war keine verschwindende Zeit, oder? All das ist wirklich passiert. Ob nun jemand zugeschaut hat oder nicht, jetzt hast du's. Wenn dich eine Story besonders gepackt hat, schreib es in die Kommentare. Und nächste Woche geht es weiter. Neue Woche, neue Wissenschaft, schnell und knapp, aber vor allem verständlich und hoffentlich interessant. Bis dann.